Hey Menschen, heute zeige ich euch die Einstellungen in der DJI Fly App mit meiner DJI Mini 2. Bleibt dran! Am Anfang seid ihr auf der Startseite. Oben links ist euer derzeitiger Standpunkt und oben rechts ist Akademie. Da gibt es dann Tutorials zu den verschiedenen Drohnen, die mit der DJI Fly App steuerbar sind. Und unten links ist euer Album. Da sind eure ganzen Filmchen drauf, die ihr schon gemacht habt. Und dort könnt ihr sie auch bearbeiten und runterladen. Skypixel ist eine Social Media Plattform von DJI. Unter Profil findet ihr euer Benutzername und euer Logbuch sozusagen, die Gesamtzeit eurer Flüge, die komplette Distanz, die ihr geflogen seid und die Anzahl eurer Flüge. Hier könnt ihr auf Mehr klicken und da seht ihr alle einzelnen Flüge aufgelistet, samt Flugdaten und noch die Wegstrecke auf einer Map aufgezeigt. Unter Geräteverwaltung findet ihr euer Dröhnchen oder wenn ihr mehrere Drohnen mit der Fly App fliegt, sind dort alle aufgelistet und die Zeiten und Flugdaten dazu. Unter weitere Services könnt ihr euer DJI Karen Refresh aktivieren und dann gibt es Links zum DJI Forum, zum DJI Store, meine Drohne finden. Also solltet ihr eine Notlandung haben oder abgestürzt sein. Dort findet ihr den aktuellen Standpunkt eurer Drohne, wenn sie noch genügend Akku hat, oder auch dann den letzten Standpunkt eurer Drohne. Ihr könnt da Piepen und Blinken aktivieren, dann macht sie sich bemerkbar. Unter Einstellungen habt ihr hier Möglichkeiten zur Einstellung der Firmware-Aktualisierung der Drohne. Ihr könnt da aktivieren, ob eure Flugdaten automatisch synchronisiert werden sollen, ob die Kameraansicht automatisch öffnen soll, wenn die Drohne mit der Fernbedienung verbunden ist. Und hier könnt ihr euch Flugtipps anzeigen lassen. Hier könnt ihr die ganzen Cache-Dateien von eurer Drohne, von eurem Smartphone löschen. Privatsphäre könnt ihr angeben, was weitergegeben werden soll an DJI. Und da könnt ihr die Sprache einstellen. Geozonen freischalten. Wenn ihr Geozonen für euch freischalten wollt, müsst ihr auf die FlySafe-Webseite von DJI. Anfängerleitfaden erneut anzeigen oder abmelden. Ganz unten seht ihr die Version 1.5.4 in Klammer 589. Also das ist mein aktueller Stand. Rechts oben könnt ihr den Kundendienst von DJI kontaktieren. Ich wechsle mal zur Kameraansicht, zur sogenannten Pilotenansicht. Ich habe jetzt die Fernbedienung, den Controller eingeschaltet. Jetzt schalte ich mal die Drohne ein. Dann zeige ich euch mal die ganzen Anzeigen in der Kameraansicht. Hier ist der Button, dort kommt ihr zurück zur Startseite. So, gehen wir wieder auf Fliegen. Hier zeigt es euch an, in welchem Flugmodus ihr euch befindet. Jetzt sind wir im Cine-Modus. An meiner Fernbedienung kann ich umschalten auf Normal, Sportmodus und wieder zurück in den Cine-Modus. Hier ist der Button zum Starten und nachher auch wieder zum Landen. Hier drüben, das ist eure Akkuanzeige. Ich habe jetzt im Moment 93%. Hier ist eure verbleibende Zeit in der Luft, also so lange wie eure Drohne noch fliegen kann. Bei mir zeigt es jetzt 0 an, weil die Drohne ist nicht in der Luft. Hier die Balkenanzeige ist die Verbindungsanzeige von der Fernbedienung zur Drohne.
Und hier ist so ein kleiner Satellit. Das ist die Satellitenverbindungsanzeige. Dort zeigt es euch an, mit wie vielen Satelliten ihr verbunden seid. Hier unten ist eine Kartenansicht. Gehen wir mal drauf. Können wir auch noch vergrößern. Hier zeigt es euren Homepoint an. Ihr könnt den Homepoint auch noch verschieben. Die Information. Hier sind die ganzen Zonen, wo ihr fliegen dürft und wo nicht. Gehen wir mal wieder zurück. Machen wir die Karte klein wieder. Dann hier zeigt es euch die Höhe der Drohne an und die Geschwindigkeit, in der sie gerade in die Höhe fliegt. Hier zeigt es euch die Distanz an, in welchem Abstand sich die Drohne gerade befindet und auch die Geschwindigkeit, mit der sie sich gerade bewegt. Hier unten sind die Kameraeinstellungen. Ich zeige euch jetzt nur einen kurzen Überblick, denn Kameraeinstellungen zeige ich euch in einem anderen Video. Hier könnt ihr von Pro auf Auto umschalten. Auf Auto stellt die Drohne die Werte selbst ein, die Kamera. Und auf Pro könnt ihr eure Werte eingeben. Hier kommt ihr wieder zu eurem Album, wo eure Drohnenaufnahmen sind. Das hier, das rote, das ist der Aufnahmebutton. Die 1 zeigt den Zoom an. Ich kann das mal zeigen. Und über dem Aufnahmebutton könnt ihr auswählen, ob ihr ein Video, ein Foto, Quickshots oder Panoramas aufnehmen wollt. Aber was ich euch zeigen möchte, sind die 3 Punkte dort oben. Dort geht es zu den Einstellungen. Das sind Reiter Sicherheit, Steuerung, Kamera, Übertragung und Info. Sicherheit. Dort könnt ihr eure maximale Flughöhe einstellen. Wie hoch? In Deutschland ist es 120 Meter. Es geht, glaube ich, nirgendwo höher als 120 Meter. Also 120 Meter ist die maximale Höhe weltweit, so viel ich weiß. Also ich weiß es europaweit. Weltweit ja, glaube auch. Außer mit Ausnahmeerlaubnis, dass man mal überfliegen kann. Maximale Flugdistanz, die habe ich hier auf 3000 Meter, also 3 Kilometer oder auf keine Limitierung. Dann kann man so weit fliegen, wie man will. Aber achtet darauf, immer auf Sicht fliegen. Automatische Rückkehrhöhe habe ich auf 50 Meter eingestellt. Ist ja in den meisten Fällen ausreichend. 50 Meter ist gerade für die Return-to-Home-Funktion. Dann steigt oder sinkt die Drohne auf diese Höhe und fliegt dann zum Homepoint zurück. Startpunkt aktualisieren kann man dann im Flug verwenden. Kann man jetzt aber auch außerhalb von hier auf der Karte zum Beispiel, kann man seinen Homepoint auch aktualisieren. Also wenn man jetzt irgendwo hin mit dem Fahrrad, mit der Drohne oder man läuft ein bisschen mit der Drohne und dann sagt man, okay, ich möchte meinen Homepoint jetzt ändern, habe die Drohne gerade in der Luft und dann sage ich jetzt hier vor meinen Füßen ein schöner Landeplatz, lege ich mal dahin. Also setze ich mal meinen Homepoint hier hin. Sensoren. Also hier kann man die Kalibrierung vornehmen. Kalibrierung vom Kompass, die zeigt es normal an. Und EMU zeigt auch normal an. Also EMU bedeutet Inertial Measurement Unit. So viel wie Trägheitsmessgerät. Ja, ist für den Gleichgewichtssinn der Drohne. Und dafür ist hier ein Sensor verbaut in der DJI Mini 2. Wird alles mit Bildern beschrieben, wie man vorgehen muss. Also kinderleicht. Akku-Info. Da könnt ihr den Status sehen. Ich habe jetzt hier 32 Grad Akkutemperatur, Spannung 7,73. Akku-Seriennummer. Ladezyklen habe ich hier bei der Batterie 9-mal geladen. Also es ist bezogen auf den Drohnenakku, auf den sogenannten LiPo. Hier könnt ihr auch die Geozonen freischalten, selbe wie an der Startseite unter eurem Profil. Erweiterte Sicherheitseinstellungen. Signalverlust. Bei Signalverlust
von der Drohne zur Fernbedienung. Rückkehr, also die automatische Rückkehr, es steigt auf die angegebenen Rückkehrhöhe. 50 Meter habe ich eingegeben. Oder es geht in den Sinkflug. Die Drohne landet an Ort und Stelle. Oder Schwebeflug. Motorennotstopp habe ich eingestellt auf nur im Notfall. Jederzeit. Das ist ein bisschen schwierig jederzeit, also stell das auf jeden Fall nur im Notfall ein. Weil jederzeit, da macht die Drohne irgendeine komische Bewegung oder ein starker Wind kommt. Kann sein, dass er den Motoren abschaltet und sie fliegt schnurstracks vom Himmel runter wie ein Stein. Zuladungsmodus könnt ihr ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Licht oder ihr habt wie ein Propellerschützer oder irgendwas an eurer Drohne befestigt, könnt ihr hier den Zuladungsmodus aktivieren, damit die Drohne weiß, ich bin jetzt ein bisschen schwerer, also muss ich mal ein bisschen mehr Dampf geben. Meine Drohne finden ist genauso wie vorne, meine Drohne finden. Die zeigt dann genau an, hier bin ich, zeigt sogar ein Bild an, da war ich zuletzt. So, dann Steuerung. Fluggerät, Einheiten habe ich hier in Kilometer angegeben, könnt es auch in Meter oder Imperial, dann in Meilen. Front-LED könnt ihr auf verschiedene Animationen setzen, entweder deaktivieren als Regenbogen, Atmung, dann atmet sie so, aus und an oder durchgehend. Ich habe hier auf Atmung und die Farbe könnt ihr euch aussuchen. Ich habe hier das schöne Blau. Gimbal. Gimbal-Modus. Beim Folgemodus ist der Gimbal immer horizontal ausgerichtet, egal welche Flugrichtung die Drohne fliegt. Beim FPV-Modus, auch FPV-Modus, folgt der Gimbal der Flugrichtung. Aber ich habe das meistens auf Folgemodus. Dann bleibt sie immer schön waagerecht, wie mit der Wasserwaage gezogen. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr euren Gimbal dann auch noch kalibrieren. Automatisch oder manuell. Manuell könnt ihr dann einstellen. Da habt ihr dann die Wasserlinie. Da könnt ihr genau nach der Wasserlinie, wenn ihr jetzt einen Horizont habt oder eine gerade Linie, könnt ihr sich hier euren Gimbal ausrichten. Bei der automatischen Gimbal-Kalibrierung müsst ihr eure Drohne auf eine ebene Fläche stellen und dann den Gimbal kalibrieren, Fluggerät dabei nicht bewegen. Nach dem Gimbal-Modus kommt Gimbal-Rotation aufwärts erlauben. Kann man deaktivieren, aktivieren. Wenn es aktiviert ist, könnt ihr den Gimbal noch um 20 Grad nach oben neigen. Erweiterte Gimbal-Einstellung. Wir sind gerade im normalen Modus. Nickgeschwindigkeit. Mit der Nickgeschwindigkeit legt er fest, wie schnell der Gimbal sich hoch und runter bewegt, wenn er das Gimbal-Rädchen hinten an eurer Fernsteuerung dreht. Je höher der Wert, umso schneller ist die Nickgeschwindigkeit. Je niedriger der Wert, umso langsamer ist die Nickgeschwindigkeit. Bei der Nickgeschwindigkeit verhält sich es anders, da bremst er abrupter ab, wenn er einen kleinen Wert hat. Und bei einem hohen Wert, bei der Nickgeschwindigkeit, das lässt das ein bisschen auslaufen. Also wirkt alles ein bisschen geschmeidiger. Und so bekommt er schöne Aufnahmen hin. Genauso verhält sich es bei der Giergeschwindigkeit und bei der Giergeschmeidigkeit, bei der Links- und bei der Rechtsdrehung an eurem Steuerknüppel. Das Ganze könnt ihr
für den Cine, für den Normal- und für den Sportmodus separat einstellen. Oder auch alles wieder auf die Standardwerte zurücksetzen. Mobilgerät laden brauche ich jetzt im Moment nicht. Gimbal neu zentrieren. Dann zentriert er sich nach unten. Und nochmal zentriert er sich nach oben. Da sind wir immer bei den 90 Grad. Steuerknüppelmodus ist immer, also standardmäßig ist es der Modus 2. Da habt ihr links den Steigflug, Sinkflug und Linksdrehung, Rechtsdrehung. Und der rechte Steuerknüppel ist für Vorwärts, Rückwärts und links und rechts zuständig. So ist eigentlich jede Drohne standardmäßig eingestellt. Hier könnt ihr jetzt die Tastenbelegung ändern, tippen. Dann könnt ihr Gimbal neu zentrieren zum Beispiel legen. Also könnt ihr eigentlich die Funktionstaste belegen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch die Karte Live-Ansicht, Gimbal Folgemodus oder FPV könnt ihr wechseln. Ich habe da erweiterte Kameraeinstellungen mit drin. Da könnt ihr die AE-Sperre entsperren, also die Auto Exposure Value verringern, erhöhen. Das ist dann, ihr könnt eure Belichtung höher oder niedriger machen. Dann könnt ihr auch hier doppelt tippen. Gimbal neu zentrieren habe ich jetzt hier dran. Fernsteuerung neu kalibrieren. Fluggerät ausschalten, okay. Da wird auch genau bezeichnet, wie ihr vorgehen müsst. Wenn ihr die Fernsteuerung neu, also das ist gerade eure Steuerknüppel, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn ihr denkt, ich fliege nach oben und es fliegt nach unten, dann ist irgendwas falsch auf jeden Fall. Hier auf Erweitert habt ihr neue Expo-Einstellungen. Hier könnt ihr die Geschmeidigkeit eurer Steuerung nochmal extra einstellen jetzt seit der Version 1.5.4. Also die Expo-Einstellungen interpretieren die Bewegung eurer Controller-Sticks durch die Drohne. Heißt so viel wie, je mehr ihr die Steuerknüppel nach außen bewegt, umso schneller wird die Bewegung eurer Drohne. Oder auch umgekehrt. Die Drohne bewegt sich dann exponentiell zu der Kurve, die hier angezeigt ist. Die könnt ihr dann auch verstellen für jede Richtung. Das könnt ihr auch jeweils für den Cine, den Normal- und den Sportmodus einstellen. Oder ihr könnt es auch einfach zurücksetzen. Und wenn ihr das kombiniert mit der erweiterten Gimbal-Einstellung, wird es umso einfacher, schöne weiche Bewegungen in euren Flug zu bringen, in eure Aufnahmen. Unten könnt ihr noch ein Flugtutorial machen oder eure Steuerung erneut koppeln, also neu verbinden mit der Drohne. So, Kamera. Hier kann man Untertitel einstellen, dann speichert es die Untertitel in eurem Video ab. Also Untertitel heißt, sämtliche Flugdaten werden dann unten angezeigt. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass es standardmäßig drin ist. Man kann es nur hier auf der Fly-App anschauen. Histogramm, das ist hier. Dieses Ding hier, das habe ich eigentlich immer an. Seht ihr? Histogramm. Aus, an. Das zeigt euch, wie hell und wie dunkel euer Bild ist. Überbelichtungswarnung, wenn ihr das anhabt zum Beispiel, die zu hellen Bereiche werden als Zebra angestellt. Also wenn ich jetzt gerade ein ISO-Wert ein bisschen drauf mache, seht ihr mein Gesicht voll mit Zebra. Wird jetzt nur angezeigt hier als Warnung quasi, wird aber nicht so aufgenommen. Gitterlinien mache ich meistens die beiden an, wenn ich was zentrieren will, wenn ich was umfliegen möchte oder sowas. Sehr gut zum Zentrieren auf jeden Fall. Machen wir jetzt hier aber nochmal raus.
Weißabgleich mache ich manuell, habe ich immer so auf 5800 Kelvin. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Speicherort, also da könnt ihr eure Speicherkarte von der Drohne formatieren. Und SD-Karte, da zeigt es an, wie viel Speicher auf der SD-Karte zur Verfügung steht. Heruntergeladene Dateien mit dem Handy-Album synchronisieren. Also es bezieht sich auf eure Filmchen. Autosync HD-Fotos. Da werden auch eure Fotos mit auf euer Smartphone-Album gespeichert. Aufnahmen zwischenspeichern. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr Aufnahmen zwischenspeichern wollt und die maximale Kapazität des Zwischenspeichers. Und da kann man die ganzen Einstellungen unten wieder zurücksetzen, wenn man sie nicht haben möchte, wenn man sie wieder auf Standard haben möchte. Um auf die Fotoeinstellungen zu kommen, geht ihr zurück. Hier oben könnt ihr umschalten auf Quickshots. Sind jetzt nicht möglich, weil die Drohne nicht in der Luft ist. Und Pano genauso wenig. Fluggerät befindet sich am Boden. Aber auf Foto könnt ihr umstellen. Seht ihr, schon hat sich das Bild verändert. Geht ihr wieder zurück auf die Einstellung Kamera und ihr könnt auswählen, welches Format ihr haben wollt. Ob nur JPEG oder JPEG und RAW. Die RAW-Dateien sind farbintensiver, also der hat mehr Farbinformationen in der Datei. Deswegen sind die auch ein bisschen größer. Aber zum Bearbeiten im Nachhinein einfach geeigneter. Hier könnt ihr switchen, 4:3 oder 16:9. Dann habt ihr hier das volle Format. Aber im Grunde genommen unter 4:3 habt ihr die volle Bildinformation. Unter 16:9 wird es einfach nur oben und unten abgeschnitten. Deswegen habe ich 4:3 eingestellt. Wenn ich jetzt so ein cinematisches Foto haben möchte, ein breiteres Foto, dann kann ich es immer noch zuschneiden. Die sonstigen Einstellungen sind alle gleich wie auch in den Video-Einstellungen zur Kamera. Zur Übertragung. Die Frequenz 2,4, 5,6. Das seht ihr hier mal. 2,4. Eine gute Übertragung. Ich würde es bei Dualband lassen. Ist am besten. Man kommt eigentlich am weitesten damit und eigentlich standardmäßig auch drin. Plattform für Livestream. Da könnt ihr direkt von der Kamera, von der DJI Mini 2, könnt ihr direkt einen Livestream auf YouTube, Twitch oder sonstige übertragen. Mehr ist da auch nicht einstellbar in der Übertragung. Jetzt hier noch zur Info. Hier ist eine ganze Information zur Drohne und zur Fernbedienung zu den Akkus. Lasst mir ein Like da und ein Abo. Würde mich freuen, also wenn ihr es nicht schon abonniert habt, meinen Kanal. Wenn ihr noch irgendwie was anderes wissen wollt über die Einstellung, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder auf diesem Kanal. Bye bye.